dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe heute was Perfektes für unser Obst, was momentan in Hülle und Fülle gibt, Gott sei Dank. Und zwar machen wir eine Obstwehe, und zwar eine Elsässer Obstwehe. Dazu brauchen wir einen Quarkölteig, Pfirsiche und zur Verzierung dann auch noch ein paar Nektarinen und Erdbeeren. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los. Für den Quarkölteig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Quark, ein Ei, 6 Esslöffel Milch, 4 Esslöffel Sonnenblumenöl und eine halbe Packung Backpulver. Los geht's. Als allererstes geben wir das Mehl in eine Schüssel. Da kommt dann noch der Zucker dazu und der Vanillezucker. Dann das Ei, das hatte bei mir die Größe M, und der Quark. Ja, das Ganze wird jetzt verrührt. Milch und das Öl kommen erst später dazu. Und zwar, wenn der Teig ein bisschen schon durchgeknetet ist, aber er sollte noch nicht fest sein, so wie hier jetzt. Dann knete ich den Teig nochmal mit der Hand durch. Da gebe ich einfach Mehl auf eine Arbeitsfläche und knete mit der Hand nochmal. Wenn ihr das Gefühl habt, der klebt so arg, ein kleines bisschen Mehl noch dazugeben, aber bitte nicht zu viel, weil sonst geht euch der Teig kaputt. Ja, das Gute am Quarkölteig ist, man muss nicht warten. Es geht auch gleich weiter. Ich rolle den jetzt aus, und zwar so groß, wie meine Springform ist. Ich hatte eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Die müsst ihr natürlich noch mit Backpapier auslegen oder halt eben ausfetten. Ja, hier ist mein Teig, da ist jetzt meine Springform und den gehen wir da jetzt hinein. Quarkölteig finde ich persönlich ein bisschen widerspenstig, wenn man einen ranziehen muss. Kommt immer ganz drauf an, wie gut der Teig ist. Muss man da am Rand entlang noch etwas hochziehen, und bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und wenn da Lücken sind oder ihr so wie ich ein bisschen ungleichmäßig ausgerollt habt, einfach da, wo zu viel ist, was weggeben und die Lücken damit schließen, und so sah das Ganze dann aus. Ihr braucht jetzt noch eine Dose Pfirsiche, halbe Scheiben, und die müsst ihr natürlich absieben und gut trocknen und dann auf den Boden legen. Das war jetzt genau eine Dose Aprikosen. Dann geht es auch schon weiter mit der Füllung. Dafür brauchen wir 250 Gramm Quark, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 50 Gramm Mehl, 160 Milliliter Sahne und 50 Gramm flüssige Butter. Dann für die Verzierung Puderzucker, 2 Nektarinen, und ich hatte so eine Handvoll Erdbeeren noch und Minze. Ja, als allererstes machen wir aber unsere Creme. Geht ganz einfach. Hier habe ich meinen Quark. Da kommt jetzt der Zucker dazu und die Eier, und das verrühre ich als erstes. Da langt ein ganz normales Handrührgerät, ihr könnt aber auch mit dem Schneebesen. Wenn das Ganze schön miteinander verbunden ist, gebe ich dann das Mehl dazu. Das ebenfalls einrühren. Und dann kommt meine geschmolzene Butter, die übrigens auch wieder leicht abgekühlt ist. Die wird ebenfalls einfach damit hineingerührt. Und dann noch die Sahne. Also bei der Sahne schön unterm Rühren hineinlaufen lassen, nicht alles auf einmal, weil dann spritzt es recht arg. Einfach hineingießen und verrühren. Ja, und das war dann auch schon meine Füllung. Ganz einfach. Jetzt hole ich meinen Boden wieder und da gieße ich jetzt einfach diese Quarkmasse hinein. Und zwar von der Mitte nach außen. So fließt es richtig schön zwischen die Rillen der Pfirsiche. Das Ganze dann auch schon gleichmäßig verteilen. Das ist nicht schlimm, wenn die Pfirsiche nicht komplett bedeckt sind. Da kommt dann später sowieso ziemlich viel Obst drauf und dann sieht man das nicht mehr. Ja, der darf jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für gute 50 bis 60 Minuten backen. Nach dem Backen sah es so aus, der darf jetzt in der Form komplett auskühlen. Und so sah er dann nach dem Auskühlen aus.
Der hat jetzt oben auch ein paar Risse, aber das macht gar nichts. Wie gesagt, es kommt jetzt jede Menge Obst drauf. Und zwar habe ich 2 Nektarinen gewaschen und in Scheiben geschnitten und kreuz und quer oben drauf gelegt, und ebenfalls die Erdbeeren habe ich teilweise, wie ihr sehen könnt, halbiert oder in Scheiben geschnitten. Ich fand, das sah richtig, richtig schön aus. Die Minze dient halt eben auch als Farbkontrast noch, und das war einfach toll. Das war jetzt das Rezept meiner Elsässer Obstwehe. Ich finde diesen Kuchen richtig, richtig lecker. Ich bin sowieso ein totaler Fan von, im Grunde genommen ist ein Käsekuchen. Ja, und dann diese vielen Früchte oben drauf. Ihr könnt auch noch andere nehmen, wie Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Wasser halt oder Birnen. Ihr könnt da drauf tun, was ihr wollt. Und ich fand den richtig, richtig lecker und passt auch wirklich zu den heißen Tagen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.